So, hallo YouTube. Heute wollte ich euch mal ein Programm zeigen, um ein anderes Programm schneller machen zu können. Das klingt jetzt erstmal relativ eigenartig, ist aber recht leicht. Also, ihr kennt wahrscheinlich ich sag zu oft relativ, aber egal. Ihr kennt wahrscheinlich alle uTorrent, das hier. Das muss ich gerade mal anzeigen, so. Und die Downloadrate ist jetzt nicht die schnellste. In dem Fall ist es jetzt schon ganz gut, so für das, was ich normalerweise habe. Aber es ist jetzt nicht so schnell. Und das können wir aber ganz leicht ändern mit dem sogenannten Programm Cheat Engine. Das kann man auf der Homepage downloaden. Hier, ganz großer Button, Download Cheat Engine. Also, wer den übersieht, hat definitiv Tomaten vor den Augen. Dann dann installiert ihr das Programm, dann öffnet ihr das Programm und dann habt ihr das hier. Und ihr zeigt mal uTorrent an. Sekunde. So. Ich mache das mal ein bisschen kleiner. Das ist besser. So, jetzt geht ihr hier drauf und sucht jetzt hier uTorrent raus. Mal sehen, das hier ist es, glaube ich. Scheint es zu sein, ja. Okay. Jetzt haben wir das hier rausgesucht. Und jetzt gehen wir auf Enable Speed Hack. Und da gebt ihr jetzt entweder 0.1 oder 0.2 ein. Das ist immer, je nachdem, also wenn ich 0.2 mache, dann ist die Geschwindigkeit plötzlich bei 0 aus irgendeinem Grund. Und wir sollten natürlich auch die Geschwindigkeit hier, also das ist unsere Geschwindigkeit zurzeit. Jetzt gehe ich auf Apply. Schon 400 Kilobyte. Oder Kilobit, ich weiß nicht genau. Hoch. Es wird noch mehr, keine Sorge. 900. Also bisher bin ich auf fast 3 Megabyte gekommen. Oder Megabit, ich weiß immer noch nicht genau. Ja, etwa so im Dreh hier schon 1,5 Megabit in etwa. Oder Byte. Ein großes M und ein großes B, das dürfte Byte heißen. Ist schon recht viel. Und auch die Restzeit wird immer weniger, also es geht wirklich ziemlich schnell. Ja, und dann könnt ihr abwarten, bis es funktioniert hat. Ist schon 2 Megabyte und immer so weiter. War jetzt ein recht kurzes Tutorial mal wieder. Aber okay, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Denkt an meinen Blog, wo ich sowieso immer alles rein tue und vielleicht auch den Download-Link muss ich mal sehen. Bis dann. Tschüss. Und was mir gerade noch eingefallen ist, wenn das jetzt bei euch noch nicht gehen sollte, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ihr hier bei Bandbreitenausnutzung nicht auf hoch gestellt habt, sondern wahrscheinlich wie üblich auf normal. Stellt das einfach auf hoch, also wenn es nicht gehen sollte. Wenn es immer noch nicht gehen sollte, dann weiß ich es auch nicht. Also dann liegt es vielleicht daran, dass ihr halt 0.2 anstatt 0.1 nehmen müsst oder so. Keine Ahnung. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.